Hallo, herzlich willkommen zur 65. Folge von Suzerain. Und er ist endlich wieder zurück. I'm back! Jiminy Grille ist wieder zurück auf meiner Schulter. Mein Gewissen. Hallo! Und... Oh ja, stimmt, wir haben Solid League of Women Donation. Ja. Es ist komisch, dass du es sagst. Wir donaten einfach mal all unser Geld, weil es egal ist. So, die Economy hat sich nie wirklich verbessert in diesem Monat, wo ich gefühlt nicht da war. Du musst bedenken, auch immer noch das du musst bedenken, wir waren auf einem Strich unten. Ich hab alles getan. Okay, heute sind wir bei unserem Polizeipräsidenten und ich muss endlich nicht mehr alles lesen. Oh, dammit. Es freut mich. Mein Gott, wir haben ein neues Fach bekommen und es ist fucking Englisch. Ich muss den ganzen Tag Englisch reden in dem Fach. Dauerhaft. Ja, wir haben jetzt auch Englisch in der Schule. Schrecklich, Alter. Ziemlich. Oh. Ja. Vor allem bei uns ist es medizinisches Englisch. Ja, bei uns ist es Steuerenglisch. Na, wir sind beide das Opfer, ich merk schon. Ich muss aufhören zu essen, warum esse ich weiter? I arrived in the city of Wesselt with my new vice president Gloria, after receiving an emergency meeting request from Iosef and Lileas. I had seen the reports of a recent issue that arose between the Soldier police forces and the gendarmerie units at the city. The report said that an operation against a drug trafficking gang in Wesselt failed due to miscommunication. It was not hard to guess what this meeting was going to be about. We entered the city hall and made our way to the second floor. I hear Iosef and Lileas voices echoing through the hall. I opened the doors. Ich weiß ja wenigstens, warum eine Folge hieß I'm sorry, Peter. Ich weiß gar nicht, was in der Folge... ob ich ihn da rausgeworfen habe? Ich glaube schon. Ich glaube, das war die Folge, nachdem anscheinend Lucian ihn ausspioniert hat. Ja, ich habe dann gesagt, wir brauchen einen Sündenbock und dafür nehmen wir einfach Peter. Ja, er hat's verdient. I opened the doors to the meeting room. The two ministers did not even realize. War ich... Nein, du warst Lileas. Ich war Lileas, ja. This is unacceptable. How dare the police meddle in the affairs of the gendarmerie? It was your man who started this ridiculousness and meddled with an ongoing police investigation. Their voices were getting louder and louder. Rural security is my jurisdiction, and your men were way outside of Wesselt. Warte, Gloria? Auch ich, oder? Müsste auch ich gewesen sein. Glaube ich. Gloria warst auch du, ja. Uiuiui, Alter, fettes Comeback hier. Ministers, please stop your bickering in front of Mr. President. Oh Gott. We will get nowhere if you continue with this behavior. Nur mal zur Info, ich habe sie nur genommen, weil sie gesagt hat, wenn ich sie wähle, dann kriege ich die Frauenstimmen und die von der, von der, keine Ahnung, was für ein Wing sie hat. Aber ja. Man muss Opfer bringen. Ja, Lucian war ziemlich enttäuscht. Und der andere... okay, ja gut, ja. Ich hätte Lucian wählen können, sie oder Alban. Alban war für mich gleich raus. Who the fuck is Alban? Alban ist der andere, also der vom anderen Wing. Den mussten wir bestechen, damit er für uns für unsere Reform votet. Okay. Mr. President, Miss Vice President. Ja, Peter. Apologize, but Miss Graf here fails to understand her place. No, Mr. Lanzier, you're the one who does not understand his place. If you continue to do so, you will pay for it one day. Oh Gott. Ich gebe auf, ich esse jetzt einfach weiter. That's enough. Calm down, both of you. Jetzt bleibt mal alle ein bisschen ruhig. Really hard to stay calm, Mr. President. Wieso gibt mir dieser Satz so übelste Walking Dead Vibes?
kann es sein, dass das nicht Kenny auch mal gesagt hat? I'm trying really hard to stay calm. Glaub schon, das ist so ein Kenny-Satz. Ja, übel. Das haben mir gerade die übelsten Vibes gegeben. Ja, Lilia, explain what happened. Mr. Greiser was tasked with the investigation of a drug trafficking ring in downtown Westside. We found the evidence of a drug stash located in the outskirts of the city. We had to act quickly to put an end to the criminals we've been watching for some time. So we immediately sent our police units to catch them and find the drugs in the compound. Mr. Lucia and his Grand Marie did not notify us that they were also moving against the same target. Kann es sein, dass man das Gendarmerie ausspricht? Gendarmerie? Ja, also Armory wegen Armee. Ich habe das erste Wort das Gender, Geschlecht gelesen. Ja, yeah. Gendarmerie. Fuck it. Ja, aber es ist ja ein Wort, also ich glaube nicht, dass man es geht. Also, das müsste ja mal. Ich google mal was. Gibt es das überhaupt? Oh, gibt's. Okay. Unter einer Gendarmerie Einzelperson Gendarm versteht man eine staatliche Wachkörper zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung. Okay. Okay, cool. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ja. As a result, criminals got away and we lost months of progress. Ja, warte mal. Isn't there a line of communication between you? There is, but the Minister of Defense decided to avoid notifying the police department about the planned raid. The same could be said about you, because the reports show that you knew about the gang and their stash in the countryside. I started tapping on the table with my fingers. What I hear is that you're both incompetent. Okay, how do we solve this issue so that it never happens again? So. Ich habe Google-Übersetzer rausgepackt. Da können wir dies aussprechen. Gendarmerie. 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 Ist es vielleicht... Kommt es vielleicht von Gendarme? Nee, Räuber und Gendarme? Die Einzelform ist Gendarm. Aha! Gendarm schreibt man aber, glaube ich, anders. Ich weiß nicht, wie man es schreibt. I think this was the last drop. Internal security matters should be handed to Ministry of Interior completely. Mhm. We are called the Ministry of Interior for a reason. We can't let any more screw-ups like this happen again. She looked at me. I want the Gendarmerie to be transferred to the Ministry of Interior. What? Woman, are you... Verdammt, Gendarme, schreibt man wirklich so. Are you out of your mind? Iosef turned red with anger. He composed himself after a moment. I have to agree with Miss Graf. If you unify the command, our internal security will improve. There's no question to that. Look, Miss Tori, I know you are new at this, and there is much that you were not briefed about, but... I don't have to be briefed to seize common sense, Mr. Lucia. I would also like to remind you that it is Miss Vice President to you. Alter, wie kann man so arrogant sein? Naja, Ja, Respekt für den Vorgesetzten hier muss aber schon sein. Ich lass mich... Also... Was ist so falsch an Miss Tori? Warum ist das so viel falscher als Miss Vice President? Huh. Ja, eben! Ridiculous! This is absolutely ridiculous! I won't hand over this
gendarmerie to her, out of question. Why? Because it makes sense? Do you have a better solution, Iosef? Whenever operations overlap, we should engage at a lower rank with the local officers on both sides. Das hättest du heute auch tun können. Ah! We could work on establishing that, but it still doesn't change the wrong system that exists now. I want to remind you about your promise, Mr. President. Wir haben viele Promises gemacht, welches meinst du? What promise? I don't remember any promises I made. Yeah, I remember it very well. That is relieving. What promise? Oh Gott, der schießt uns gleich. Now I see what is going on here. Enlighten us. What is going on here, Iosef? War das nicht die Decision, die wo uns seine Loyalität gekostet hat? Ich weiß es nicht. Lileas set us up to create this incident. Lilia bit her lips. Oh? Warum beißt sie ihre Lips? Ja. Nervöser Tick, würde ich mal sagen. That is going too far. What proof do you have? There is no way that the police has arrived at the right time of a month-long search on the exact day and minute of the gendarmerie raid. Ja, also. Es könnte nicht unbedingt falsch sein. Ja, das ist. Stimmt schon. Ich muss kurz was aufheben, dafür muss ich unter meinen Tisch. Ich sag 3. Let us take it down a notch with the accusation. This kind of an accusation is unheard of. It's nonsense. If I were you, I wouldn't believe a word Mr. Lancia says, Mr. President. Heed my word, Mr. President. When dealing with these situations, you need to always look at who gets what out of it. I won't stand idle by these utterly ridiculous and baseless accusations. I don't have time for this. What is your decision? Haben wir das letzte Mal ihr gegeben, oder? Und wir haben sie trotzdem verloren. Ja, das ist ein Problem. Also ich würde 2 sagen? No change? Dann kann es so sein, dass wir... Mehr. Ja, wir haben letztes Mal haben wir ja die Gendarmerie zu Lilia gegeben und dann hat sie uns trotzdem verraten. Ja, und wenn wir Iosef verlieren, dann... Dann verlieren wir Iosef. Ja, und das Militär im Long-Term Run. There will be no change. You're making a mistake. Disappointing. Here I thought Antorani was a man of his word. Me. Thank you for protecting the structure and authority of the Ministry of Defense. From now on, work together and don't fight among each other. I want capable and effective members of cabinet. Oh, da kommt Papa Rainey wieder durch. Yeah. We will do our best, right, Mr. Lancia? That's right, Miss Graf. I left the room to attend to my next scheduled meeting. Yay, next Yay. sind wir wieder in Holzort. Equalability Bill. Ja gut, machen wir dann nächste Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Morgen 14 Uhr geht's weiter und tschüss. Tschüss.